damit hallo zurück aus der Wüste Saudi-Arabiens, wenn du gerade einmal schwenkst. Wir befinden uns gerade mitten im Sonnenuntergang. Und wir sind nicht allein, wir sind zusammen hier mit Timeout Racing, besser gesagt mit dem Sven. Und wir haben heute die Ehre, gemeinsam unseren Weinsberg Expedition auf Mercedes Sprinter Basis, ja hier nochmal im Offroad-Gelände auf Herz und Nieren zu testen. Und am Ende gibt der Sven auch sein Feedback, weil er ist Sprinter-Fan, Sprinter-Experte, hat selber einen und kann richtig gut Offroad fahren. Von dem her bleibt auf jeden Fall dran, es wird richtig spannend. Du darfst in Island nicht Offroad fahren. War noch nicht, oder? Ja, du darfst in Island nicht Offroad fahren, sondern das sind alles Pisten. Und als ich das erste Mal da war, gibt es sind so diese Wellen und Ja, dann dachte ja. ich, ja, du fährst 30. Du musst schneller fahren. Ja, ja. Aber wenn du 70 fährst oder so, wird es immer besser. Jetzt habe ich abgesehen. Alter. Film mal da drauf, dass man das sieht. Du, die Kameras filmen die ganze Zeit. Ja, ja, nur nach vorne nicht raus. Alter. Ja, ich denke immer nur das ganze Klump unterm Auto, weißt du, was ich meine? Ja, das ist kein Problem. Gut, Ja, die Hunde. du schon. Welche Hunde? Ja, Mann, Zeit. Ja, bei mir habe ich so einen ein Winkelmesser. Ah, okay, geil. Und du weißt, jetzt wird es zu viel. Ja, muss mich auch irgendwo festhalten hier, weil leck mich doch am Arsch. Ah, lecko mio. Mit mehr Schwung. Da fehlt ihm jetzt die Leistung. Ja, Das ist schon. probier nochmal. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Alter. Schafft das? Nee. Nee. Schafft das nicht. So wenig Leitfans. Zu wenig krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, nee, weißt du, was wir Ja jetzt gut, die machen? Kurve ist auch das Problem, ich Nee, glaube. jetzt machen wir Magic. Magic. Oh Gott. Wer das gesagt hat. Rückwärts oder was? Ja, rückwärts würde auch gehen. Nee, jetzt siehst du mal den Unterschied, jetzt lassen wir Luft raus. Oh, was ist da? Ausgelaufen? Wasser. Was ist los? Was ist los? Wasser. Unser Wasserkanister hat ein Loch. Ah, so ein Klump. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Easy. Ja, du hättest nicht stehen bleiben dürfen. Nee. Alter. Meine Herren. Geht! Wenn man weiß, wie es geht. Krass. Aber es ist jetzt nur der Reifendruck. Ja. Eben die 3,5 ist zu viel, oder? Willst du da jemanden einen Herzkasper verursachen? Warum? Wie geht's dir? Ja, ich habe immer Angst, dass er gleich umkippt, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe. Aber er sagt immer easy. Easy. Ich habe immer nur Angst, dass er umkippt. Nee, da brauchst du viel mehr. Ach du Scheiße, Alter. Oh Gott. Und sowas machst du mit deinem auch immer. Ja, viel mehr, ja. Okay. Ach du Scheiße. Also ich bin schon ausgestiegen, Ja. hat der Frau gesagt, Ja. jetzt steigt ihr aus, Ja. weil, Sonst kippt er. nee, dann sind wir nicht alle drei tot. Okay, so gut gleich. Kühlschrank, ja. Cola, die brauchst du nicht mehr aufmachen heute. Also macht man da die Scheinwerfer an Mm. oder nee, macht man einfach Licht. Das sind schon.
Scheiße. Alter. Alter. Du Scheiße. Alter. Im Sonnenuntergang. Geil. Uiuiui. Jetzt rutscht er ein bisschen rüber, gell? Streit da nicht treffen. Wahnsinn. Aber es geht wirklich gut, ja. Und was sagst du, Sven? Hey, absolut coole Maschine, muss sagen. Ich habe ja ein ähnliches Modell, 2018, handgeschaltet. Das ist jetzt Automatik. Meine hat Untersetzung, dieser nicht. Zum Fahren in den Dünen wichtig, einfach Luft raus. Wir haben es jetzt gesehen, der Unterschied mit 3,5 Bar und jetzt 2,4 auf allen Rädern genau gleich. Es ist einfach ein riesen Unterschied. Es ist viel angenehmer zum Fahren auf diesen Pisten, auf diesen Holperpisten. Und wenn es tiefer Sand wird, dann Gar kein Problem. gar kein Problem mehr. Ja. Was das Fahrzeug einfach hat, meiner Meinung, und das ist alles offen gesagt, es hat einfach zu wenig Leistung. Okay. Da würden 50 PS mehr würden da nicht schaden oder vielleicht noch 2 Zylinder mehr wären auch nicht schlecht. Aber sonst vom Fahrwerk her finde ich es sehr angenehm. Es ist weich, aber nicht zu weich. Das ist ein Serienfahrwerk. Ja, also das ist wirklich gut gelöst. Und vor allem, wenn du ausfederst, es ist langsam und es springt nicht gleich weg. Ja. Das ist eigentlich sehr angenehm. Was mich auch positiv überzeugt hat, ist der Möbelbau. Denn das, was man hört, ist euer Gepäck. Richtig, das in den Schränken drin. Ja, genau. Also das heißt, es ist klar, das ist nicht High-End, Nein, aber es ist auch der Preis. Ich sage mal, für den Preis bekommst du viel Gutes. richtig. Guten Möbelbau für einen angenehmen Preis in einem sehr guten Fahrzeug und die Farbe gefällt mir sehr gut. Also es ist wirklich ein Schmuckstück. Was kann man noch sagen? Frontbügel haben wir dran, Zusatzscheinwerfer, Unterfahrschutz, den haben wir jetzt auch gebraucht. Ja, Gerade eben hat es einmal geknallt, aber wir sind alles gut. ein bisschen geflogen sind wir. Richtig. Dann die Räder, klar, Team Delta haben wir Delta-Räder drauf mit dem Rugged Ring. Auch der schützt nochmal die Felge und den Reifen so ein bisschen. Ja. Du hast auch gerade gesagt, das Terrain hier ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie in Island mit Vulkan und so. Da muss man noch mal ein bisschen mehr aufpassen. Genau, also da mit den Reifen würde ich dann schon noch ein bisschen... Ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben den Wagen höher gelegt mit den Spacern von Delta, also 40 mm. Jetzt nicht extrem, aber macht, denke ich, Sinn. Vor allem für das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und Sebastian hat es vorhin auch kurz erzählt, wir haben hier noch so einen Ausschnitt gemacht, aufgrund der Rad-Reifen-Kombination. Wenn er einfedert. Wenn er oder? einfedert, muss man hier halt einfach aufpassen. Genau. Was es jetzt noch geben soll, wenn wir zurückkommen, ist eine dickere Verbreiterung. Aha. Also die ist ja nicht schlecht, aber da geht noch ein bisschen mehr, dann kommt da noch mal ein bisschen bulliger rüber. Optik mehr, ja. Richtig. Weil und sonst, wie du gesagt hast, ist ein Sprinter. Da tut sich nicht viel, die sind alle gleich. Von der Ausstattung haben wir halt unsere Hubstützenanlage noch drin, die tatsächlich Gold wert ist beim Schlafen, weil du halt immer gerade stehst. Ich weiß nicht, wie ihr. Schräg. Schräg, genau. Wir schlafen halt noch etwas angenehmer. Sonst alle Tanks logischerweise isoliert, beheizbar. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Hinten haben wir ein Querbett drin. Daher haben wir hier nochmal die Ausbuchtung auf beiden Seiten. Hier hinten links ist es ein bisschen größer, hinten rechts ein bisschen schmaler. Ja, ein Haufen Fans sind da. Jeder findet das. Saudi-Arabien, Das oder? muss man auch dazu sagen. Das Auto ist wirklich ein Publikumsmagnet. Ja? Also wie viele Leute uns hier ansprechen, jetzt im Biwak oder auch hier, die Bewohner, Einheimischen, das war das Wort, genau. Ist einfach ein super Feedback. Was ich auch nochmal erwähnenswert finde, weiß nicht, was du dazu sagst, du hast ja ein anderes System, aber das ist ja von Weinsberg direkt. Man muss ja sagen, Weinsberg ist ein Wohnmobilhersteller. Ja. Normal ist es so, die Leute kaufen halt irgendwie Zubehör zu. Das hat Weinsberg extra bauen lassen, auch den Dachträger. Also ich habe einfach Respekt, vor allem vom Reserverad, vom Gewicht, weil es hängt alles an diesen Scharnieren. Ja. Gepäck ja, Reserverad eher nein, aber wo gehst du hin? Ich habe meins hier unten in der Mitte, aber da
Ist vermutlich Frischwassertank. der Wassertank. Ja. Genau. Ja. Naja, das merkt man auch, wenn man die Tür zumacht. Ich habe auch schon Feedback von Delta bekommen. Die hatten auch schon das eine oder andere Mal ausgerissene Hecktüren. Ja. Also da muss man schon mit Vorsicht rangehen. Und dann kommt ja auf der Seite kommt noch eine Box ran und Genau. die filmt man auch und so weiter. Das ist auch alles vorbereitet hier schon. Aber schön das sieht's aus, also. Genau, wir haben gedacht, wir lassen die Box weg, sieht noch mal ein bisschen cleaner aus. Ja. Und wir können es auch als Leiter nutzen, weil wir oben unsere Sandboards haben. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal kurz Gerne, durch, oder? gerne, ja. Weil du hast ja selber auch einen Sprinter. Was genau hast du für einen Ausbau? Von HRZ, Also nochmal ein Level drauf. genau, ja. Und selber gezeichnet und Custom Build. Okay. Ja, wie man sieht, haben wir echt viel dabei. Was uns vorhin kaputt gegangen ist aufgrund deiner Fahrweise, ist unser Wasserkanister. Den haben wir jetzt daheim gelassen sozusagen. Sonst hier, ich weiß nicht, inwieweit du dich auskennst, haben wir halt ziemlich viel Autarkie drin. Also wir haben 540 Ampere-Stunden Lithium, also dicke Batterien. Und was auch ganz geil ist, ist hier oben von WCS auch der LBR 60 Rapid, ein Ladebooster mit 60 Ampere Ladestrom. Ding in doppelter Ausführung, also Master-Slave-Schaltung, heißt 120 Ampere Ladestrom. Bei einer smarten Lichtmaschine auf jeden Fall eine gute Sache. Absolut, ja. Ja, und das hier kann ich dir auch nur empfehlen, ist ein Wechselrichter, wandelt 12 in 230 Volt um, wiegt nur 6 Kilo, ist extrem kompakt, gibt es in 2 Ausbaustufen, die Größe ist immer die gleiche. Die hat jetzt 2000 Watt Dauerleistung, 4500 Watt Spitzenleistung. Es gibt das gleiche Gerät auch mit 3000 Watt Dauerleistung und 9000 Watt Spitzenleistung. Und das Geile ist, wir haben hier ein 100 Ampere Stunden Ladegerät drin. Heißt, wenn ich mich am Strom anschließe, ja, wird die Batterie, besser gesagt beide, mit 100 Ampere geladen, was auch nicht wenig ist. Ja. Ja, sonst Schlafbereich eigentlich perfekt für deine Größe. Ja, für ja. mich ist es echt Das ist grenzwertig. grenzwertig, ja. Aber es geht und die Matratze ist auch vom Komfort wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Lattenrost drin, jetzt kein Froli-System. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe mir auch einen normalen Lattenrost. Okay. Ja. Ein bisschen eine andere Matratze. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen deine Meinung oder auch den Unterschied zu deinem eigenen High-End-Sprinter sagen. Weißt du, was ich meine? Also vor allem, was jetzt den Möbelbau angeht. Genau. Also was mir aufgefallen ist in der Front, da würde ich einfach, es kostet nicht viel meiner Meinung nach, aber sieht viel wertiger aus, wenn man solche Konstruktionen einkleidet, in Schwarz, in Stoff oder Auch irgendetwas. das hier, da bin ich Ja, auch ehrlich, das das, ist so ein bisschen billig. Das kostet nicht Einfach viel eine Platte rein. Ja. und sieht gleich viel besser aus. Dann innen, es ist halt, ja, die Scharniere, die sind schon ein bisschen anders, oder wenn man das in die Hand nimmt, es ist anders, aber es ist auch ein anderer Preis. Also ich glaube, ich bin wirklich überzogen, für den Preis kriegt man hier was sehr Gutes. Ja. Vielleicht Das kannst du gerade definitiv. mal hier die Lichtschalter drücken oder du, Sebastian, weil das finde ich halt auch noch mal echt cool hier Die? vom Konzept. So? Nein? Ja, das sind mehrere, wenn du mal rechts drückst, genau. Warte, ich kann es auch hier oben einschalten. Nee, jetzt du musst zweimal draufdrücken, dann macht er das Ambiente. Weil wenn du das hier oben gerade anschaust, klar, es ist jetzt nur Licht, ja, aber Licht ist gut. es ist echt cool. Ja. Wir haben hier oben eine LED-Lichtleiste eingebaut. Da gibt es auch so indirekte Das haben wir hier unten. wenn Ja, du genau, guckst. genau. RGB kannst du in jeder Das Farbe finde ich cool. einstellen. Oder kleine Details. Ich hätte jetzt hier keinen Griff gemacht, sondern irgendein Locksystem, wo du da nicht etwas Hängen noch bleibst, mehr, ja. nicht hängen bleibst. Weil das Und- hier schon schmal, also wenn man mal Genau. hier unten guckt, das ist jetzt hier also, schon... und ich bin ja schmal. Ja, genau, also ich nicht, ja. Und dann hast du einfach überall wieder ein bisschen mehr und ja. Also vom Ding her ist es ein Aluminiumgriff. Ja, Es ist absolut. ein Magnetschloss. Also wenn du zumachst, du musst die Klinke nicht runterdrücken. Aha. Das ist schon ein Detail, das ich cool finde, aber womit du... Für was ist der Griff? Ja, zum Aufmachen. Ja. Aha. Aber da hast du recht, da würde man mit einer anderen Lösung Das auf jeden hätte Fall ich ein nochmal bisschen anders gemacht. Platz Eben. sparen. Overall. Hier oben sind wir Sauber. auch offen, war nochmal ein Kleiderhaken, den haben wir verloren, weil einfach die Schraube deutlich zu kurz war. Also Aber da, man muss auch sagen, also ich denke, wer kauft dieses Auto? Das ist ein Kunde, der vielleicht mal in den Pyrenäen irgendwo einen schlechten Weg fährt, einen schönen Platz haben will. Ich glaube nicht, dass es ein Auto ist für jemand, der 4 Jahre reisen geht durch Südamerika, Saudi-Arabien oder irgendwo, wo es dann wirklich extrem harte Bedingungen sind. Ja. Und ich denke, das Fahrzeug sollte auch für den Kunden passen und der Preis auch, und das passt ja. vielleicht kannst du darüber was erzählen. Ich habe dir gesagt, was er kostet. Erinnerst du dich dran? Ja, Für- 140, oder? Richtig, also 140 ohne das, was wir jetzt noch reingesteckt haben. immer Also über ohne Basis. Zubehör. Ja. Also da ist noch kein Solar-Lithium-Wechselrichter drin, auch die Delta-Felgen noch nicht dabei. Der Frontbügel ist dran, auch der Dachträger, Ja. auch ein Ersatzrad. Also es ist schon ein ziemlich rundes Konzept. Wir haben hier eine Dieselheizung drin mit E-Stab, einen Kompressor, Kühlschrank. Was hat deiner gekostet? Das war noch vor Corona.
war etwas mehr als 140. Würde aber heute vermutlich 200. Genau, und dann habe Ohne ich, Anbau und was richtig, das alles richtig. Also man sieht, da ist ganz schnell ein Sprung von 60, 70, 80.000 Euro. Und 80.000 Euro, da kann man sich auch ein zweites Auto kaufen. Absolut, ne? absolut. Und das muss man wollen, oder? Richtig. Das ist so. Nee, aber habt ihr ein schönes Fahrzeug mitgebracht hier an die Dakar? Vielen Dank. Ja. Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal ist, Ja. sondern das erste Mal. Und ich denke, dass der Wagen sich auf jeden Fall geschlagen hat. Also für das, was wir vorhatten, das Auto hat ja keine Sperre. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Auf Genau. dem Mercedes, kannst du mal zeigen, Sebastian, wie es vorne aussieht. Weil du hattest ja gesagt, Genau. bei dir sind noch ein paar Knöpfe mehr dabei. Also hier fehlen die Knöpfe, die ich eigentlich sonst gerne drücke. Da hat es eine Untersetzung, also das heißt, du kannst viel langsamer fahren. Das war jetzt auch hier ein Thema, du musst mit Schwung hoch, dass es geht. Und die Sperre kannst du aktivieren, dass wenn die Räder Schlupf haben hinten, dass die Räder gleichzeitig drehen. Und das hat es hier nicht. Aber wie man gesehen hat, es funktioniert. Richtig. Ich glaube, jedes Auto, du kannst ein Extremauto nehmen, hat eine Grenze. Richtig. Und es ist ja nur, wo willst du deine Grenze setzen, was willst du machen mit deinem Fahrzeug. Und wenn du, als ich das erste Reisemobil gebaut habe, dachte ich, ich will ein Offroad-Monster bauen. Das brauchst du gar nicht, weil du gehst reisen. Richtig. Und beim Reisen willst du einfach vielleicht einen coolen Platz hinfahren. Ja. Aber wenn du ein Offroad-Monster willst, Dann willst du kein dann Wohnmobil. bau ein Offroad-Monster, aber kein Camper. Es ist ein Camper und kein Offroad-Fahrzeug. Und ich glaube, das vermischen gewisse Leute. Und ich bin der Meinung, der Sprinter, für das, was er kann und soll, ist es eine perfekte Kombination. Ja, und da hat man hier mit dem Weinsberg Expedition vor allem für den Preis ein super Auto, wo man mal anfangen kann. Ja, mehr geht immer. Mehr geht immer, ja. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt hier bei der Rallye Dakar. Wir sind jetzt nicht zum ersten Mal in den Dünen gewesen und wir haben viel Spaß. Ja. Also das Auto bringt viel Spaß und es funktioniert alles. Also du hast es ja gerade selber gesehen und ich würde behaupten, du hast nicht gedacht, wie gut der Wagen Absolut, sich A vom Fahren, sage ich mal, verhält, aber auch vom Aufbau. Ja, nee, ist Klar, man muss dazu sagen, wir sind jetzt 5.000 Kilometer gefahren. Wie es in 70.000 Kilometer aussieht, steht immer auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Da sind wir ganz ehrlich. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man damit auf jeden Fall richtig viel Spaß haben. Ich bin der Meinung, wenn es 20.000 Kilometer gehalten hat, Ja. dann hält es. Also da müssen wir noch weiter fahren. Ja. Von dem her bleibt auf jeden Fall drauf und dran. Abonniert nicht nur unseren Kanal, sondern auch Timeout Racing. Sehr gerne, ja. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären für unsere Zuschauer, Ja. was bei dir so abgeht. Timeout Racing, wir haben verschiedene, sagen wir mal, Elemente. Das heißt, wir fahren selber Rennen in Side-by-Side. Wir machen hier an der Dakar Service für Dakar Classic Kunden. Das heißt, wir haben aktuell 4 Fahrzeuge, 4 Autos und ein LKW, wo wir betreuen. Die Kunden kommen zurück am Abend und wir machen Service. Also wenn jemand Dakar Classic fahren will, kann er uns, Dann ist er bei euch richtig. kann er uns gerne kontaktieren. Und ja, wir machen diese Videos, so hat alles ein bisschen angefangen. Wir berichten täglich von der Dakar. Nicht das, was man im Fernsehen sieht, die Top 5, die Top 10 der Fahrzeuge, sondern eigentlich alles andere behind the scenes. Auch mit Witz und Humor, es soll nicht alles ernst sein und da berichten wir täglich 30 Minuten, also zwischen 20 und 30 Minuten während der Dakar live. Mega. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Danke, ciao.